Guten Morgen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, ich will ein bisschen intuitiv malen, will so gucken, was kommt. Ich habe mir ein paar Sachen hier hingelegt und ja, mal gucken, was ich so davon verwenden werde. Das habe ich alles aufgesammelt. Der Sturm war da und ja, ich schon eingesaute Finger. Nein, ich will das eventuell als Pinsel benutzen. Ich weiß es nicht. Die Farben finde ich schön. Also die Farbtöne finde ich toll. Die Wurzel hier finde ich toll. Die inspiriert mich irgendwie. Auch die Farben, aber auch eben diese feinen Linien da drin. Auch hier am Ende. Ja, also ich weiß es überhaupt nicht. Und ich fange jetzt einfach mal an. Mach die mal nass. Damit habe ich nämlich als erstes Lust zu malen. Damit. Also du kannst sehen, ich mache die hier so ein bisschen nass. Ich habe hier einfach ein Wasserglas. Und dann gebe ich das einfach mal so auf die Leinwand drauf und guck mal hier alleine schon übers Wasser, was für Linien entstehen. Wenn du so mit Aquarell malst, dann kennst du das bestimmt. Das haben wir ja auch schon öfter durchgenommen hier bei uns in der Acrylmalerei, dass jetzt eben die Farbe nur damit läuft, wo das Wasser ist. Du siehst das hier, da läuft so die Farbe so ein bisschen mit. Sie ist tatsächlich flüssig, aber trotz alledem nicht flüssig genug, dass sie hier noch sehr leicht mitfließt. Aber man kann das ganz schön beobachten und das wiederum inspiriert mich gerade, auch einfach diese Linien hier weiter zu ziehen. Ja, fantastisch, oder? Also alleine diese tollen Linien, also daraus kann ich doch jetzt alles malen, auch ins Gegenständliche gehen. Also ich kann das als Wurzeln von irgendwie einer Zwiebel nehmen oder jetzt hier einfach weiter experimentieren. Ich habe jetzt hier nur das Blau gerade stehen und probiere das hier mal. Ja, das hat mich jetzt schon mal richtig inspiriert. Und jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Ich mache das erstmal wieder nass, damit ich hier überhaupt noch mal weiter was machen kann. Ich denke, vielleicht ein bisschen Weiß da drauf. Habe ich hier noch so schöne Gräser. Das ist so schön. Damit könnte ich jetzt ewig weitermachen. Also ich könnte jetzt ewig hier so weiter rummalen. War wieder ein schöner Schritt. Und ja, die Farben hier, die gefallen mir total gut. Also die sind das, oder es sind ja schon die Farben, die hier drin sind. Und die ganzen Flusen. Aber es macht nichts. Den Farbton will ich jetzt nochmal aufgreifen. Ja, das ist ein toller Farbton. Also den mag ich auch richtig gerne. Der passt auch zum Oktober. Der ist hier auch mit drin an den Blättern. Und ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Das Blau finde ich gut. Das kippe ich jetzt hier mal zu. Und auch das ist flüssig, aber es kann noch ein bisschen flüssiger. Oh ja, jetzt fließt es gut. Ich glaube, das sieht schön aus. Aber der Wischer passt gar nicht. Ich habe gerade intuitiv zum Wischer gegriffen und hier läuft es
doch sehr schön. Da probiere ich doch erstmal noch was anderes aus. Ja, das Blau ist mir eigentlich viel zu dunkel von vornherein. Deswegen mische ich das jetzt mal mit Weiß und probiere jetzt einfach mal den Wischer aus. Ich nochmal den Pinsel einfach und verstreiche das hier so ein bisschen, weil hier so viel Farbe ist. Und dann trocknet die jetzt nicht ganz so schnell, was ja grundsätzlich immer auch ein Vorteil ist, aber jetzt gerade kann ich damit nichts anfangen. Ja, ich merke so die Pinselspuren, die mich ja sonst immer noch mal so packen, das ist heute gar nicht. Also das merke ich, die Pinselspuren interessieren mich eher gar nicht gerade. Ich gucke nochmal, ob ich das jetzt alles verstreiche hier mit dem Wischer und dann überlege, was ich mache. Ja, es macht zwar Spaß, aber irgendwie ist es das einfach nicht. Ich gucke mal, dass ich es noch ein bisschen heller mache. Und das heller machen kann ich auch unterschiedlich. Also probiere ich jetzt hier noch mal ein bisschen was. Ja, wenn es ein bisschen läuft, dann ja, inspiriert mich das gleich viel, viel mehr. Und auch hier mit der Feder, wollte ich schon sagen, mit dem Gras. Das finde ich ganz schön. Mit der Feder gibt es ja auch ein Video im Kanal. Das ist ja auch so in den Farben und total schön gewesen. Ich habe jetzt die ganze Farbe wieder runtergenommen. Ich sammle die immer einfach wieder auf und guck mal, was ich jetzt noch damit machen werde. Entweder stelle ich es weg oder ich fange was Neues ein, keine Ahnung. Es ist gerade so ein Punkt, den kennst du bestimmt. Da überlegt man, Mann, was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung, ich weiß nicht. So, hinterm Schrank stellen kann ich es immer noch. Weißen kann ich es auch immer noch. Deswegen probiere ich einfach weiter und lass mich hier nicht unterkriegen. Das ist doch immer wieder ein spannender Prozess beim Malen. Ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt einfach mal die Rolle und rolle das hier mal über. Hier die kleine Ecke finde ich toll. Immerhin. Ist schon wieder eine kleine Ecke. Ich habe gerade so gedacht, es könnte auch ein Strand sein. Das sehe ich zum ersten Mal. Also könnte auch so ein Meermotiv werden gerade, wo ich das gar nicht so vorhabe. Manchmal macht man ja auch was, man weiß gar nicht, was es ist, was einem stört. Das finde ich immer wieder spannend, den Prozess. Man tritt auch so eine Erleichterung ein, wenn man dann plötzlich einen anderen Farbton nimmt. Und dann merkt man erst, oh Gott, ja, es lag die ganze Zeit an dem Farbton. Aber ja, manchmal ist es so, manchmal so. Wo ist die Rolle? Wo ist die Rolle jetzt? Wow, das sind genau die Farben. Ah, schön. Ich war auch gerade spazieren und da zogen so dunkle Gewitterwolken auf und dann leuchteten so die Herbstbäume. Ja, ist jetzt ein guter Moment, das Werkzeug nochmal zu nehmen hier. Oh, die Farben sind auch toll, mag ich. Also auch zusammen. Und ja, ich probiere jetzt einfach nochmal das, was ich ja schon zu Anfang gemacht habe. So, ja doch, da sind wir schon wieder am Anfang, aber doch ein bisschen anders. Ich habe hier noch den Farbton, den mag ich.
Aber obwohl er auch so flüssig ist, der läuft hier nicht von alleine. Nehme ich nochmal den Kappe ab. Da ist immer so eine Kappe drauf. Läuft schon ein bisschen besser hier. Mal ein bisschen ankippen nochmal. Das ist ja immer das Gute, wenn man alles schon zu Anfang ausprobiert hat. Dann weiß man jetzt ungefähr zumindest, wie es geht oder wie sich das Werkzeug verhält. Okay, wenn ich so rauf gucke, ist es echt das Meer. Ja, ich habe eine kleine Sauerei veranstaltet. Es kippte total zwischendurch und ich wusste auch echt nicht, wie ich weitermachen soll und was so kommt. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass ich durchgehalten habe. Ist ja manchmal so. Das hast du heute bei mir live miterleben können. Ist noch nass, das trocknet gerade. Und ja, eigentlich habe ich so rumgemalt, hochkant, aber ich denke, man kann es auch quer hängen am Ende. Weiß ich noch nicht. Also einfach machen, ja, durchhalten. Es gibt immer diese Momente, wo man eigentlich am liebsten alles, ja, sein lassen würde. Umso schöner ist es dann durchzuhalten. Noch mal ein paar Worte zu dem kreativen Prozess heute. Ja, der Prozess ist oft ein spannendes Abenteuer und kann aber auch total frustrierend sein, besonders in der intuitiven Malerei. Wenn man zwischendurch auf das Bild schaut und denkt so, wow, gefällt einem gar nicht, kommt der innere Kritiker und das kann dann die Stimmung total ja, kippen. Doch anstatt aufzugeben, habe ich gelernt, durchzuhalten durch die Malerei. Und ja, es spiegelt sich auch immer im wahren Leben wieder, finde ich. Beim Malen lässt man sich einfach oft entmutigen. Und statt das Werk dann beiseite zu legen, ja, einfach weitermachen, habe ich die Fehler trotzdem als Chance benutzt und eben neue Lösungen gefunden oder auch einfach nur experimentiert. Also die Erfahrungen, die ich hier immer wieder mache, zeigen mir, dass es in Ordnung ist, nicht perfekt zu sein. Und die Fehler, die man gemacht hat, also ich habe viele, viele Fehler gemacht beim Malen. Der kreative Prozess ist einfach unvorhersehbar. Und wenn wir lernen, Herausforderungen und Fehler als Teil unserer Reise zu akzeptieren, können wir doch auch mal mit beeindruckenden Ergebnissen belohnt werden. Also in diesem Sinne, hab einen ganz schönen Sonntag. Schön, dass du hier bist. Danke fürs Zuhören. Danke für dein Like, für dein Abo. Herzlichen Dank und vielen Dank für deinen stetigen Kommentar. Herzlichen, herzlichen Dank. Das berührt mich immer wieder. Also hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss.